In diesem Video möchte ich euch weitere Etappenziele zeigen, die wir auf der Reise nach Spanien genutzt haben. Herzlich willkommen dazu! Wir haben den 28. November und wir sind am Morgen gestartet vom Stellplatz in Noumexy, das ist südlich von Nancy, und fahren jetzt auf der N57, das ist eine mautfreie vierspurige Straße, also eine Nationalstraße. Unser nächstes Ziel ist die kleine Stadt Vila-le-Dombe. Dort gibt es einen Vogelpark und der hat einen großen Parkplatz und dort werden wir unsere nächste Übernachtung einlegen. Die Strecke ist nicht durchgehend vierspurig, es gibt auch weite Strecken, die sind zweispurig. Wir passieren Besançon und fahren dann auf die N83 oder N1083. Vorsicht ist immer geboten, hier gibt es viele Blitzer. Die Strecke, die wir heute zurücklegen, sind etwa 330 Kilometer und unser Ziel liegt kurz vor Lyon. Auf dieser Strecke gibt es eine Winterreifenpflicht vom 1. November bis zum 31. März. Kurz vor unserem Ziel passieren wir die Stadt Bourg-en-Bresse. Dort dürfen wir nicht durchfahren, dort gibt es eine Tonnenbegrenzung bis 6 Tonnen. Da wir schwerer sind, müssen wir die Umfahrung nutzen. Also alle, die über 6 Tonnen schwer sind, dürfen nicht durch die Stadt fahren. Wir erreichen jetzt die Stadt Vila-le-Dombe. Wer jetzt einkaufen muss oder noch was braucht, der findet hier auf der linken Seite einen Discounter. Das ist etwa 1 Kilometer vom Stellplatz entfernt, also durchaus zu Fuß zu erreichen. Es gibt in der Nähe dieses Vogelparks, den wir jetzt gleich anfahren, auch einen Campingplatz. Der hat allerdings nur geöffnet von April bis Oktober. Alle, die mit einem Wohnwagen fahren, der autark ist, das heißt, die brauchen auch keinen Strom, der kann natürlich auch diesen Stellplatz oder Parkplatz vom Vogelpark für eine Übernachtung nutzen. Wir haben jetzt den Vogelpark erreicht, biegen hier links ab und wir sehen an der Einfahrt ein Metalltor, das jetzt geöffnet ist. Das ist auch immer geöffnet, das wird auch in der Nacht nicht geschlossen. Wir sehen jetzt hier die großen Parkflächen und wenn wir etwas weiter nach hinten hindurchfahren, dort kommt der eigentliche Stellplatz. Der ist so ein bisschen weiter nach hinten verlegt, dort wo die Rasenflächen auch sind. Aber jetzt im Winter stört man keinen, wenn man hier auch vorne auf dem asphaltierten Bereich und den eingeteilten Parkplätzen sich hinstellt. Über diesen Stellplatz habe ich schon häufiger berichtet. Ihr findet diesen Stellplatz natürlich auch auf meiner Stellplatzkarte. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr an meine Stellplatzkarte kommt, unter dem Video im Text findet ihr einen Link dazu. Einfach draufklicken und dann seid ihr auf meiner Stellplatzkarte. Ein Blick von oben. Wir sehen die vorbeiführende D1083. Die ist aber in der Nacht recht ruhig. Da fahren wenige Autos. Insofern kann man hier ruhig schlafen. Im linken Bereich des Fotos sehen wir die großen Parkflächen, rechts sehen wir den Vogelpark. Wir nutzen diesen Stellplatz schon seit mehr als 10 Jahren immer mal wieder, haben hier noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Wir waren auch meistens nie allein, das heißt es standen immer mit uns 5 bis 10 weitere Mobile auf diesem Stellplatz. Es gibt in der Nähe auch einen Campingplatz, der ist allerdings in den Wintermonaten geschlossen. Wir haben Dienstag, den 29. November und unsere Reise soll weitergehen. Und zwar haben wir heute 370 Kilometer etwa und wir wollen einen Stellplatz in Südfrankreich anfahren. Es geht erstmal wieder auf die D1083 in Richtung Lyon. Dort werden wir die östliche Umfahrung nutzen, sie ist mautfrei. Nach Lyon werden wir die mautpflichtige Autobahn nutzen, die A7. Ich fahre ungern die Nebenstrecken oder die Nationalstraße, weil dort viele Kreisverkehre sind und das mag ich nicht so gerne. Aber das ist jedem ja selbst überlassen, er kann da natürlich ohne weiteres auch die Nebenstrecken fahren, dauert natürlich etwas länger. 1,78 kostet diese hier.
Einmal tanke ich in Frankreich nach Möglichkeit nicht an der Autobahn, sondern an einer Nebenstrecke. Wie schon hier gesagt, 1,78 kostet der Diesel hier. An der Autobahn zahlt man 2 Euro und mehr teilweise. Man muss immer mal wieder kleine Orte oder Städte durchfahren. Das kostet natürlich Zeit. Für alle, die jetzt nur wenig Zeit haben und einen kurzen Urlaub in Spanien verbringen möchten, die sollten vielleicht alternativ auf die Autobahn gehen. Das kostet Geld. Mit einem größeren Mobil wie unserem durchzufahren, kostet etwa 200 Euro. Wie ich schon gesagt habe, wir nutzen die östliche Umfahrung von Lyon. Man kann durch die Stadt fahren, ist etwas kürzer. Man kann aber dann Pech haben, dass man in einen Stau kommt. Wir nutzen immer am liebsten die Umfahrung, aber das kann jeder für sich entscheiden. Nach der Umfahrung geht es auf die A7. Sie ist mautpflichtig. Wir fahren hier durch die Mautstation. Überall dort, wo ein T steht, dürfen wir mit unserer Mautbox von Maut 1 durchfahren. Rechts sehen wir das 30-Schild. Auch die Spur hätten wir nutzen können. Dann hätten wir nicht mal vor einer Schranke anhalten müssen. Aber auch hier geht es sehr schnell. Man hört das Signal und die Schranke öffnet sich. So sieht die Box von Maut 1 aus. Ich nutze sie deshalb gerne, weil sie für weitere 4 oder 5 Länder nutzbar ist. Es gibt natürlich so eine Box auch von anderen Anbietern. Wir haben Südfrankreich erreicht. Man sieht hier blauer Himmel. Das ist natürlich schon mal erheblich angenehmer als das trübe Novemberwetter. Und jetzt geht es Richtung Stellplatz. Wir sind in der Nähe der Stadt Montpellier und fahren jetzt in Richtung der kleinen Stadt Metz. Und in der Nähe der Stadt Metz liegt der Stellplatz. Wir kennen den Platz nicht, wir fahren ihn das erste Mal an und so folgen wir einfach dem Navi. Wir haben aber vorsichtshalber das Handy eingeschaltet und schauen auf Google Maps, um sicher zu sein, dass wir die richtige Strecke nehmen. Wir mussten dann einmal wenden, weil ja der Weg einfach nicht fahrbar war. Und jetzt folgen wir nicht nur dem Navi, sondern auch dem Google Maps. Der Stellplatz liegt in einem Freizeitgebiet an einem See und daher gibt es verschiedene Zufahrten dorthin. Und einige sind, ja, kann man sagen, nur ein Feldweg. Wir haben hier jetzt eine Straße gefunden, die auch nicht besonders breit ist, aber man kommt gut hin. Dieser Stellplatz gehört zu der französischen Gruppe Camping Car Park und hier muss man erstmal eine Karte, ja so wie eine Art Visa-Karte erwerben, die kostet 5 Euro, um dann dort Geld aufzubuchen und damit die Platzgebühr zu bezahlen. Hier müssen wir uns erstmal wieder durch das Menü, es gibt ein deutsches Menü, durcharbeiten und dann unsere Daten dort eingeben, Kennzeichen, Namen, E-Mail-Adresse und so weiter. Und dann mit der Visa-Card bezahlen. Wir bezahlen hier für den Platz inklusive Strom 13,90 Euro plus 5 Euro für die Karte. Also 18,90 Euro, das ist der Gesamtpreis. Die 5 Euro sind aber nur einmalig, die zahle ich nur das erste Mal für die Karte. Das Ganze kann man auch online schon von zu Hause aus machen, dann wird die Karte zugeschickt. Es gibt auch eine App, die kann man sich runterladen und darüber kann man das Ganze auch abwickeln. Dieser Platz ist ganzjährig nutzbar, hat 44 Parzellen und ist angegeben für Fahrzeuge bis 8 Meter. Aber ich denke, es geht auch 8,50 Meter, vielleicht sogar 9 Meter. Wir kommen hier am frühen Nachmittag an. Er ist gut belegt, der Platz, aber es gibt aber auch noch ausreichend freie Plätze. Manchmal gibt es ja Diskussionen zwischen Rita und mir, wo wir uns hinstellen wollen, aber letztendlich werden wir uns immer einig. Ja, wieso? Wegen der Sonne ist doch Peng. Ja, dann bist du hier doch sicherer. Ja, das stimmt. Wie ist es hier? Kommt doch der Baum wieder. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn Bäume stehen und in den Platz hineinragen, dass man nicht zu nahe dran fährt. Man könnte sich an eine Schramme fahren. Ich finde immer gut, wenn ein Stellplatz eine Parzellierung hat.
Aber dies mit den höheren Hölzern, mit diesen Begrenzungen, finde ich nicht so ideal. Strom gibt es hier, ist abgesichert mit 6 Ampere und ist in der Platzgebühr enthalten. Hier kamen immer wieder Wohnmobile mit Anhänger an. Das ist hier schwierig, angehängt hier irgendwo stehen zu bleiben. Es gibt also auch kaum Plätze, wo man so komplett stehen kann. Im Außenbereich hat sich jemand hingestellt mit Anhänger. Dort geht es gerade so. Aber ansonsten sind die Plätze zu klein mit Anhänger. Am Abend hatte sich der Platz gut gefüllt, aber es gab immer noch freie Plätze. Am Rande des Stellplatzes gibt es dann so ein kleines Freizeitgelände, so ein Sportplatz. Dort haben am Nachmittag dann Jugendliche trainiert und ja, war auch ein bisschen was zu hören, aber es hielt sich in Grenzen. Es gibt hier Auslauf für einen Hund und man kann auch einen Spaziergang machen rund um diesen See, der in unmittelbarer Nähe ist. Wir haben es nicht gemacht, daher habe ich da auch keine Bilder. Heute war ich dran mit Kochen, es sollte Bratkartoffeln geben, das machen wir nicht gerne so drinnen im Mobil, also wurde draußen die Induktionsplatte hingestellt und 6 Ampere Strom haben wir ja auch und dann habe ich mir hier so eine Anzeige hingebaut, da kann ich dann erkennen, wie viel Strom ich gerade aktuell abnehme, man sieht es hier, das sind 5,6 Ampere, somit habe ich kein Problem, dass die Sicherung rausfliegt, ich habe das alles dann damit im Blick. Die Nacht war ruhig, wir haben gut geschlafen. In den Morgenstunden hörte man einen Bus. Eine Bushaltestelle ist nämlich nicht weit entfernt vom Stellplatz. Am Morgen haben wir auch noch Besuch bekommen, eine Entenfamilie, die nach Futter bettelte. Wir haben diesen Stellplatz nur als Etappenplatz genutzt und so ging es am nächsten Morgen weiter. Aber bevor es weiterging, kam man noch entsorgt. Das machen wir immer da, wo es natürlich am günstigsten und am besten möglich ist. Und das ist hier der Fall und deshalb entsorgen wir hier. Du musst die Karte davor halten und dann drücken. Um Wasser zu zapfen, braucht man die Karte, die man bei der Einfahrt erworben hat. Und dann drückt man auf eine Taste und dann kann man Wasser tanken. Ja. Bei dieser Entsorgung gibt es nicht nur einen Bodeneinlass mit Gitter, sondern auch eine Rohr, eine Öffnung, wo wir mit unserem Schlauch rein können und damit können wir ganz sauber entsorgen hier. Auch bei der Ausfahrt benötigen wir wieder die Karte. Dort gibt es eine Station, dort müssen wir die Karte vorhalten und man muss natürlich bis vor die Schranke fahren mit dem Mobil und dann öffnet sich die Schranke. Jetzt ging es für uns wieder Richtung Autobahn. Wir haben den gleichen Weg genutzt, wie wir auch gekommen sind, um sicher zu sein, dass wir da nicht irgendwelche noch schlechteren Straßen nutzen müssen. Vom Stellplatz bis zur Autobahn A9, die dann Richtung Spanien weitergeht, sind es etwa 10 Kilometer. Wir fahren jetzt wieder auf die Autobahn, auf die A9 und in Richtung Barcelona. Unsere Strecke wird heute etwa 300 Kilometer lang sein. Unser Ziel ist in der Nähe von Mataró, kurz vor Barcelona. Dort gibt es den Stellplatz Herrera Camper Barcelona Beach und den wollen wir für die nächste Übernachtung nutzen. Von dort aus kann man gut Barcelona sich ansehen. Das wollen wir nicht. Wir haben vor Jahren uns schon Barcelona angesehen. Wir fahren diesen Platz an, um euch das zu zeigen, wie es dort aussieht. Wir durchfahren jetzt die letzte Mautstation in Frankreich. Die Mautkosten kann ich noch nicht benennen. Da bekomme ich erst in den nächsten Wochen eine Rechnung und dann kann ich ganz genau sagen, was es mich gekostet hat, diese Strecke in Frankreich mautpflichtig zu fahren. Wir haben jetzt in Spanien die AP7 verlassen und fahren jetzt auf der C60 Richtung Meer und müssen dann in ein Wohngebiet fahren und von dort aus geht es dann zum Stellplatz. Der Stellplatz nennt sich ja Barcelona Beach, aber er ist nicht an der Beach, er ist etwa 1 Kilometer vom Meer entfernt. Man sieht es hier von oben, wir sind erst ein Stück parallel zum Meer gefahren und dann zum Landesinneren hin abgebogen.
Wir sind ja hier in einem Wohngebiet, daher viele parkende Autos. Ist aber kein Problem, hier kommt einem keiner entgegen. Es ist eine Einbahnstraße, insofern reicht der Platz. Jetzt haben wir hier auf der linken Seite die Zufahrt direkt zum Stellplatz. Ich fahre nur kurz rein und bleibe dann stehen, ganz einfach, weil ich das Schild sehe, Completo. Und wir hatten nicht reserviert. Wir steigen erstmal aus und schauen, ob noch was frei ist. Und tatsächlich, es sind noch 2, 3 Plätze frei. Und so müssen wir uns jetzt bemühen, hier auf den Platz zu kommen. Und das war nicht so ganz einfach für uns. Man muss bis an die Schranke ranfahren und hinter der Schranke auf der linken Seite ist eine Kamera, die muss das Kennzeichen erkennen. Dann drückt man auf einen Knopf und dann bekommt man ein Ticket und die Schranke öffnet sich. Wir mussten 5-mal hin und her rangieren, bis wir die richtige Position gefunden hatten, dass die Kamera das Kennzeichen erkennt. Dann bekamen wir ein Ticket und konnten den Platz befahren. Die Rezeption ist nur stundenweise besetzt und zu diesem Zeitpunkt war niemand vor Ort, so mussten wir uns alleine helfen, aber am Ende hat es ja geklappt. Es handelt sich ja um einen kostenpflichtigen Stellplatz. Er kostet jetzt aktuell 18 €. In den Wintermonaten, im Sommer ist der Platz teurer. Da muss man bitte auf die Internetseite schauen, dort findet man dann weitere Informationen zum Preis. Der Stellplatz wird in erster Linie genutzt als Ausgangspunkt für eine Besichtigung der Stadt Barcelona. Nur wenige 100 Meter entfernt gibt es Bahnstationen, von wo aus man dann mit der Bahn in die Stadt fahren kann. Die Stadt ist ca. 25, ja vielleicht auch nur 20 Kilometer entfernt, genau weiß ich es nicht. Der Platz hat etwa 40 Parzellen. Sie haben eine Breite von ca. 6 Meter, 5 bis 6 Meter und eine Länge von 8 bis 9 Metern. Angegeben ist hier der Platz für Fahrzeuge bis 8 Metern Länge. An der Zufahrt gibt es eine End- und Versorgung. Die Nutzung dieser Anlage ist in der Platzgebühr enthalten. In dem Rezeptionsgebäude gibt es sanitäre Anlagen, Dusche und Toiletten. Wir haben sie nicht genutzt, ich kann darüber wenig sagen. Am späteren Nachmittag waren alle Plätze auf diesem Stellplatz belegt. Wir sind dann am Nachmittag noch zum Strand gelaufen, um mal zu sehen, wie es dort aussieht. Es sind vom Stellplatz aus ca. 700-800 Metern, dann ist man am Strand. Um an den Strand zu kommen, muss man über diese vielbefahrene Straße, aber es gibt eine Ampel, sodass man über den Zebrastreifen dann gehen kann. Das ist der Strand hier, ein breiter Sandstrand. Natürlich, wenn wir Sommermonate haben oder es wärmer ist, dann ist natürlich das hier ein Highlight. Morgen. Für uns ging es am nächsten Tag weiter. Ein längerer Aufenthalt war für uns auch nicht geplant. Wir wollen nur zeigen, wie es hier auf dem Stellplatz aussieht. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, der sich dann Barcelona ansehen will. Die Bezahlung funktioniert hier auch über einen Automaten. Der steht in dem Gebäude, wo die Rezeption untergebracht ist. Wird aber alles auch in einem Menü ganz klar erklärt und war relativ einfach. Mit dem bezahlten Ticket kann man dann über einen Scanner die Schranke öffnen und dann damit den Platz verlassen. Das waren jetzt einige Stationen auf unserer Spanienreise. Es werden weitere folgen. Wir werden, so ist es jedenfalls geplant, etwa Mitte Dezember Mazarrón erreichen. Aber bis dahin ist es noch ein bisschen, da zeige ich noch ein paar andere Plätze. Und dann werde ich natürlich weiterhin berichten über unsere Zeit hier in Spanien. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.